Die neue Tonspur, klare Sprache, sorgt bereits bei vielen Sendern für verbesserte Sprachverständlichkeit. Was dahinter steckt und wie man es optimal nutzt, das schauen wir uns jetzt genauer an. Schon sehr lange besteht für viele das Problem, dass Dialoge in Fernsehsendungen zu leise und damit schwer verständlich sind. Die Sprache insgesamt in der Filmmusik oder den Umgebungsgeräuschen unterzugehen scheint. Sind Sendungen beispielsweise für große Surround-Anlagen produziert und abgemischt, ist die Wiedergabe mit normalen und selbst mit sehr guten TV-Lautsprechern oft nicht zufriedenstellend. Wir bieten hier mit den Einstellmöglichkeiten Sprachverständlichkeit, einer generellen Lautstärkeanpassung und dem Klangverbesserungssystem Metz Sound schon lange sehr gute und effektive Lösungen an. Und die leistungsstarken und sorgfältig abgestimmten Frontlautsprecher in unseren Metz Classic Geräten, die sorgen ohnehin schon für einen sehr klaren und kräftigen Klang. Wünschenswert wäre aber natürlich auch eine ursächliche Lösung für das Problem, wenn also zum Beispiel senderseitig mehr auf das Thema geachtet würde. Und genau das ist passiert. Unter dem Projektnamen Klare Sprache sind hier bereits einige öffentlich-rechtliche Sender aktiv geworden und stellen nun eine neue Tonspur zur Verfügung, die hinsichtlich der Verständlichkeit gesprochener Inhalte optimiert ist. Beim Sender Das Erste sowie im Fernsehprogramm von NDR, WDR und RBB steht diese Tonspur ab Anfang Juni 2022 für alle Empfangswege, also Satellit, Kabel und terrestrisch, zur Verfügung, weitere Sender ab Herbst 2022. Das ZDF führte ebenfalls die neue Tonspur ein, aktuell bereits nutzbar auf ZDF HD, ZDF Neo, Dreisat und ZDF Info. Um in den Genuss dieser neuen Möglichkeit zu kommen, muss man diese unter den angebotenen Tonspuren auswählen. Sehr hilfreich ist es, wenn sich das TV-Gerät diese Einstellung merkt, man also nicht jedes Mal, wenn man auf einen Sender schaltet, der diese Tonspur anbietet, diese manuell auswählen muss. Bei unseren Metz Classic Geräten geht das am einfachsten über die gelbe Taste. Hat man hier einmal die richtige Einstellung vorgenommen, wird dies im TV-Gerät gespeichert. Das heißt, selbst nach einem kompletten Neustart des Gerätes bleibt diese Einstellung erhalten. Konzeptionell kennzeichnen wir die Tonspuren mit der senderseitig übertragenen Sprache. Somit ist die neue Tonspur anhand dieses Textes hier gar nicht so klar erkennbar. Wir haben hier aber schnell reagiert und folgende Lösung gefunden. Die neue Tonspur wird in unseren Metz Classic Twin Tuner Geräten zur besseren Auffindbarkeit nun zusätzlich mit einem eigens kreierten Symbol gekennzeichnet. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Kollegen von den Sendeanstalten, mit denen wir als deutscher Hersteller natürlich in sehr engem Austausch stehen. Um in den Genuss dieser Anpassungen zu kommen, ist natürlich auf einen aktuellen Softwarestand zu achten. Was hierfür eventuell zu tun ist, erfahren Sie in einem anderen Tutorial. Aber ein Metz wäre wohl kein Metz, wenn wir uns nicht auch darüber hinaus Gedanken zu noch mehr Bedienkomfort und noch sinnvollerer Nutzung machen würden. Daher bieten wir zusätzlich die Option, im Menü eine generelle Präferenz für eine bestimmte Tonspur einzustellen. Derzeit gibt es zwei hierfür interessante Tonspuren. Neben Klare Sprache, wo eben vor allem die klangliche Optimierung hinsichtlich der Sprachverständlichkeit im Vordergrund steht, gibt es noch Audiodeskription. Diese Tonspur richtet sich an Menschen mit Seheinschränkungen. Hier gibt es eine akustische Bildbeschreibung, das heißt, ein Sprecher kommentiert kurz und bündig die wichtigsten sichtbaren Vorgänge. Nun stehen diese Tonspuren nicht auf allen Sendern und im Falle von der Audiodeskription auch auf teilnehmenden Sendern nicht bei jeder Sendung zur Verfügung. Die hier eingestellte Präferenz kommt also immer dann zum Tragen, wenn beide Bedingungen erfüllt sind, der laufende Sender also generell und die laufende Sendung im Speziellen die gewünschte Tonspur anbietet. Ist das nicht der Fall, wird zeitweise auf eine Standard-Tonspur zurückgegriffen. Auch wenn eine generelle Präferenz für eine bestimmte Tonspur eingestellt ist, kann jederzeit über die gelbe Taste wieder eine Änderung vorgenommen werden. Diese gilt dann nur für den aktuellen Sender und wird auch dauerhaft gespeichert. Diese manuelle Änderung überschreibt also die voreingestellte Präferenz.